Mehmet Serimci aus Wiesbaden hat nur knapp eine Hirnblutung überlebt. Für ihn und seine Ärzte ist das fast ein Wunder. Solch ein Wunder, dass der 51-Jährige sich seine Krankheitsgeschichte auf den Körper tätowieren lässt. Und der damals behandelnde Arzt hat sich das als Foto ebenfalls eingerahmt ins Zimmer gestellt. Der 27. April 2016 hat mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Also der Professor, der hat gesagt, also ein Mensch kann ja immer einen Sechser im Lotto haben, aber Sie haben wirklich 5 Sechser im Lotto. Und er hat gemeint, solch eine OP überlebt von 200 Patienten einer und der das überlebt, bleibt auch schwerbehindert. Aber von vorne. Der Wiesbadener Wirt möchte an jenem Mittwoch im April 2016 von der Arbeit nach Hause, sich hinlegen, kurz ausruhen. Dann geht es ihm ganz plötzlich immer schlechter. Und dann plötzlich, als ob ein Blitz eingeschlagen hätte, vor meinen Augen wurde es schwarz. Und ich habe so ein Kribbeln hier auf dem Kopf gehabt, als ob Ameisen rumlaufen würden. Meine Stirn wurde ganz heiß. Und das hat hier überall bei mir gebitzelt und war taub. Schmerz rast durch seinen Kopf. Ihm wird übel. Seine damalige Frau alarmiert den Notruf. Der Wiesbadener kommt sofort in die Helios-Klinik, verliert zwischendurch immer wieder das Bewusstsein. Diagnose: Schlaganfall, Lebensgefahr. Die haben mich ins MRT reingeschoben, haben gesehen, dass ein Aneurysma geplatzt ist und das Gehirn absolut voll unter Blut war. Und da haben sie mich halt in die OP gebracht. Nach einigen Stunden war die OP rum. Waren die Ärzte auch erstmal froh, dass ich das halt überlebt habe, die OP. Und dann hat man mich wieder ins MRT reingeschoben. Und dann halt kam der zweite Schlag. Auf der rechten Seite waren auch noch 2 Aneurysmen. Und eins war schon ziemlich bisschen groß und das andere über dem Auge. In 2 jeweils 8 Stunden dauernden Notoperationen versuchen Chirurgen, sein Leben zu retten. In einer Videoschalte schildert uns einer der damals behandelnden Ärzte den zweiten Eingriff. Dabei läuft das dann so, dass man eine Schädeleröffnung hier so in diesem Bereich über und seitlich der Augenbraue macht, über einen Hautschnitt, der hier hinter der Haargrenze verläuft. Man eröffnet dann den Schädel und geht dann unterhalb des Gehirns in die Tiefe. Man geht also nicht durch Hirngewebe hindurch. Es ist so, dass man unter dem Gehirn über der Augenhöhle in die Tiefe geht. Dort findet man dann die Gefäße, stellt sich dieses Aneurysma dar und verschließt das dann mit einem Titanclip. Was für Mehmet Serimci folgt, sind 2 Wochen Intensivstation und anschließende Reha. Er ist froh, überlebt zu haben, hat seither aber gesundheitliche Einschränkungen. Besonders schwer sei das seelische Trauma. Doch um die Anerkennung seines Behinderungsgrads gibt es einen Kampf mit dem Versorgungsamt. Irgendwann mal kam ein Schreiben für psychische Störung, depressive Störung, Angststörung, Hirnschädigung, Hirnblutung, kein Geschmackssinn, kein Geruchssinn, 20%. Tja, und 20% für das Ganze, alles, was du erlebt hast. Und das nicht riechen und schmecken wird ja mein Leben lang nicht kommen und das wird mich immer verfolgen. Bis heute ist der Wiesbadener in psychologischer Behandlung. Mit Hilfe von Anwälten hat er nach jahrelangem Rechtsstreit inzwischen einen Behinderungsgrad von 60% anerkannt bekommen. Was bei dem 51-Jährigen seit dem Schicksalsschlag dennoch immer dominiert, ist Dankbarkeit, dafür am Leben zu sein. Also Serimci hat einfach ein ganz besonderes Naturell. Einerseits zeigt sich das durch seine Dankbarkeit, dass er immer wieder zu uns ins Krankenhaus gekommen ist, hinterher, als es ihm wieder gut ging, um uns zu besuchen, dass er sich am Jahrestag der Operation immer wieder gemeldet hat und sich immer wieder bedankt hat und immer wieder seine Wertschätzung ausgedrückt hat. Die zeigt er auch ganz offen. Seine Krankheitsgeschichte voll mit körperlichem und seelischem Schmerz hat er sich auf den Körper tätowieren lassen. Auf dem Rücken ist es die Geschichte, was bei mir passiert ist, das geplatzte Aneurysma, das Gehirn unterm Blut, geklippte Aneurysma und die Unterschrift von Professor Dr. Peter Horn, der mir ein zweites Leben gegeben hat. Am Arm hat er sich zudem noch das Logo der Helios-Klinik stechen lassen. Ich habe es so noch nie erlebt. Ich fand es extrem außergewöhnlich. Er kam und hat diesen Gedanken kundgetan. Wie sieht denn so ein Aneurysma aus?
Und dann haben wir ihm eben diese Zeichnungen gemacht und ihm gezeigt, so sieht ein Aneurysma aus, so sieht es aus, wenn ein Aneurysma-Clip drauf ist. Und das ist natürlich schon was ganz extrem Besonderes. Er hat zuerst gesagt, wow, das ist doch keine Tattoo, Herr Serimsi. Ich erst mal, warum? Ja, hat er gesagt, das ist ein Gemälde. Hat er gesagt, so was Schönes sieht man manchmal in medizinischen Büchern. Also absolut sehr schön. Da hat er auch Spaß gesagt, habe ich da oben was verkehrt angeschlossen bei Ihnen? Wie kommen Sie auf sowas? Nicht ganz. Viel eher macht er seine Nahtoderfahrung dafür verantwortlich, die er während einer der Not-OPs hatte. Es hat jemand mit mir von oben gesprochen, hat Bart, lange Haare, ein weißes Hemd angehabt, hat mit mir gesprochen, aber ich weiß nicht, was er gesagt hat. Auf jeden Fall, er hat mich beruhigt und hat gesagt, es wird alles gut, du wirst es überleben. Und hat meinen Kopf gestreichelt. Als er meinen Kopf berührt hat, hat es von hier bis hierhin geleuchtet und weg war er. Nach seinem Schicksalsschlag könnte Mehmet Serimsi eigentlich Frührente beantragen. Das möchte er bisher aber nicht. Seit 16 Jahren besitzt der Wiesbadener eine Kneipe. Eine Aufgabe zu haben, sei ihm wichtig. Wenn man dann diese Situation erzählt, Hirnblutung, dann okay, sagen die Leute, unglaublich. Man sagt halt, man lebt nur einmal, man sollte schon auch auf das Leben aufpassen.